Liebe Studierende, liebe Mitarbeiter und Angehörige der Universität, wir wollen heute auf das Jahr 2020 zurückblicken und wie jedes Jahr fängt man so eine Rede damit an, dass es ein besonderes Jahr war. Dieses Mal stimmt es allerdings. Die 2020er Zeit wird uns nachhaltig in Erinnerung bleiben als das Jahr, in dem die Corona-Pandemie unser Leben durcheinandergewirbelt hat. Das letzte große Ereignis in diesem Jahr, bei dem wir uns in der gewohnten Weise getroffen und versammelt haben, war die sehr gut besuchte Veranstaltung anlässlich der Gastprofessur für Bundespräsidenten Joachim Gauck. Dieses Ereignis hat noch einmal den Diskussionsgeist, die Diskussionsfreude, den Diskurs beflügelt und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an dieses Ereignis. Seitdem ist sehr viel passiert. Unser Leben, unsere Arbeit hat sich vollkommen verändert. Traditionen können in solcher Zeit Anker sein, um sich an das zu erinnern, was diese Universität und dieser Campus uns allen bedeutet. In unserer kleinen Reise durch das Jahr möchte ich Ihnen noch einmal vor Augen führen, dass wir auch in diesem Jahr große Erfolge gefeiert haben und dass wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Universität gefallen sind. Ich beginne mit den Herausforderungen und das Offensichtlichste ist natürlich die Pandemie, die im März dazu geführt hat, dass wir in einer sehr, sehr beherzten und schnellen Entscheidung die Universität zum 18. März geschlossen haben. Dieses war ein Entscheidungsprozess, bei dem wir in einem kleinen Krisenstab unsere Informationen zusammengeführt haben und innerhalb von 2 Tagen diese Vorbereitungen getroffen haben, um das auch umzusetzen. Dieses war ein Sprung ins kalte Wasser, wie man sich leicht vorstellen kann. Und ich bin nach wie vor allen Mitarbeitern, allen Angehörigen der Universität ungeheuer dankbar dafür, mit welch unglaublichem Engagement und welchem beherzten Zupacken diese Umstellung erfolgte. Es bedeutete ja, praktisch aus dem Nichts heraus Veranstaltungen in digitalem Format anzubieten. Auch die Studierenden mussten sich darauf einstellen und ihre Möglichkeiten der Partizipation am akademischen Leben zum Teil sich auch erst erobern. Der Campus war dann leer. Als sich im Frühsommer dann die ersten Erfolge in der Beschränkung der Infektionen zeigten und wir die Kontaktbeschränkungen reduzieren konnten, haben wir die Universität schrittweise wieder eröffnet und unter den besonderen Covid-19-Bedingungen weitergeführt. Ich möchte bei der Gelegenheit ganz besonders dem Krisenstab und allen daran beteiligten Personen noch einmal herzlich danken für den unermüdlichen Einsatz, der diesen Prozess möglich gemacht hat. In dieser Situation gab es eine zweite Krise. Und diejenigen von Ihnen, die den Twitter-Account unserer Kanzlerin regelmäßig verfolgen, haben das Label Crisis, What Crisis gesehen, mit dem sie das kommentiert hat. Der Cyberangriff hat die Universität an einer empfindlichen Stelle getroffen. Das muss man ohne weiteres so sagen. Aber wir haben dem Erpressungsversuch standgehalten. In vergleichsweise kurzer Zeit wurden allerdings die zentralen Funktionen wiederhergestellt. Und dafür gilt auch dem Krisenstab und Kanzlerin Christina Reinhardt ein besonderer Dank. Denn ihrer Ruhe und ihrem beherzten Zugriff ist es, glaube ich, im Wesentlichen zuzuschreiben, dass wir diese Situation so gut haben bewältigen können. Aber nicht nur für die Universität war diese Zeit eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Diejenigen, die weniger Zugang zu Ressourcen haben, sind in ganz besonderer Weise getroffen worden. Und wir haben auch hier versucht, unsererseits durch die Verlängerung von Hiwi-Verträgen auch unseren Studierenden ein Stück weit, so gut es eben geht, durch diese Krise zu helfen. Gleichzeitig hat die Situation auch die Bedeutung der Wissenschaft in der Gesellschaft verändert. Und dieses ist nicht nur zum Schlechten.
Es wurde klar, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann, die sich beide auf wissenschaftliche Evidenzen berufen können. Es ist wichtig, diese Dinge durch forschendes Nachdenken auszuräumen und nicht durch ideologische Verortung. Aber die Krise war selbstverständlich nicht nur auf die Universität beschränkt. Es haben sich in der gesellschaftlichen Diskussion neue Verwerfungen gezeigt, es haben sich neue Bruchlinien offenbart und das Ganze hat auch mit der Rolle der Wissenschaft und ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft zu tun. Ich glaube, dass es ein wesentlicher Punkt ist, dass wir daran festhalten, dass Wissenschaft erkenntnisorientiert vollzogen wird und dass man darauf vertrauen darf, dass grundlagenorientierte Forschung sich auch in Anwendung niederschlagen wird, wobei der Zeitrahmen nicht immer vorhersehbar ist. Aber das zeigt auch diese Krise. Die Diskussion in der Gesellschaft muss immer wieder zurückgeführt werden auf belastbare Tatsachen, auf Evidenzen. Und der Diskurs darüber, welches die adäquate Methodik ist, um diese Evidenzen hervorzubringen, der macht den Kern des wissenschaftlichen Diskurses aus und damit wollen wir auch in der Zukunft weiter so verfahren. Es gibt Stimmen, die Offenkundiges leugnen und es gibt Menschen, die sich Beschränkungen entgegenstellen. Das ist gutes demokratisches Recht. Auf der anderen Seite zeigen sich in diesem Prozess aber auch wirklich besorgniserregende Tendenzen, beispielsweise zunehmender Antisemitismus. Wir waren Zeuge von Anschlägen in verschiedenen Städten. Wir haben Ereignisse dieser Art zur Kenntnis nehmen müssen, die uns alle betroffen gemacht haben. Und ich denke, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir weiterhin versuchen, dazu beizutragen, jeglicher Form von Diskriminierung und Herabwürdigung anderer Menschen entgegenzutreten. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse führen uns immer wieder dazu, dass Menschen gleich sind, gleiche Rechte haben und gleiche Ansprüche an das Leben stellen. Diese Fragen nach Diskriminierung und Antisemitismus sind dringend und wir müssen sehen, dass wir den Studierenden, den Lehrenden, den Angehörigen der Universität immer wieder die Bedeutung eines diskriminierungsfreien Miteinander deutlich machen. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass 2020 nicht nur beschwerlich war, sondern auch durch einige großartige Erfolge gekennzeichnet war. Ich zähle dazu auch unsere Fähigkeit, die Lehre in diesem Jahr aufrechtzuerhalten. Mit welchem Einsatz und welcher Intensität und auch welcher Kreativität sich unsere Mitarbeiter und Angehörigen dieser Aufgabe gestellt haben, war tief beeindruckend. Manche werden sich fragen, ob ich das ernst meine. Können denn ausgefallene Mail-Server, überlastete Moodle-Kurse, Systemzusammenbrüche ein Zeichen für gute Lehre sein? Wir haben sicherlich durch die Erfahrungen, die wir in dieser Krise gemacht haben, auch profitiert. Unsere Fähigkeit, Lehre in verschiedenen Formaten zu organisieren, hat einen Schub erfahren. Gleichwohl wollen wir alle sicherlich keine Fernuniversität werden. Für die akademische Bildung und das akademische Leben ist die persönliche Begegnung unverzichtbar und wird es auch bleiben. Trotzdem ist es erkennbar, dass wir ohne diese Herausforderungen nicht in der gleichen Geschwindigkeit die neuen Möglichkeiten erarbeitet hätten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem Zentrum für Wissenschaftsdidaktik für seinen Einsatz herzlich danken, aber ganz besonders unsere Prorektorin Frau Freitag hervorheben, die in unglaublicher Weise in intensiven Diskussionen mit Studiendekanen, Geschäftsführern von Fakultäten, aber auch mit einzelnen Studierenden die Situation immer wieder erläutert und gesteuert hat. Dafür ist die Universität ihr zu ganz besonderem Dank verpflichtet.
Vielleicht ist mit dem Fokus auf die kritischen Situationen einiges nicht so deutlich wahrgenommen worden, wie es unter normalen Umständen gewesen wäre. Beispielsweise haben wir auf Mark 51.7 erhebliche Fortschritte erzielen können. Dort ist das O-Werk inzwischen in Betrieb genommen worden. Der Makerspace der Universität wird gerade eingerichtet und demnächst eröffnet. Wir haben den Forschungsbau CES mit einem Richtfest feiern können unter Teilnahme von sehr prominenten Gästen. Und wir haben viele andere Dinge auf den Weg gebracht, die ebenfalls mit der Thematik Start-up-Förderung und Transfer zu tun haben. Und dieses ist nicht zuletzt unserem Prorektor für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Transfer zu danken, Andreas Ostendorf, der hier unermüdlich gearbeitet hat und mit großem Geschick die notwendigen Entscheidungen vorbereitet hat. Das leitet über zum Thema Forschung insgesamt und da ist es ausgesprochen erfreulich, dass wir eine Reihe von Begehungen strukturierter Forschungsformate gehabt haben, die praktisch alle positiv ausgegangen sind. Wir konnten 3 Sonderforschungsbereiche oder Transregios, an denen die Ruhr-Universität signifikant beteiligt ist oder die Sprecherschaft hat, verlängern und in die nächste Phase führen. Das ist ausgesprochen erfreulich und dem großen Einsatz unserer Wissenschaftler zu danken. Forschergruppen, Graduiertenkollegs, all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass im laufenden Jahr unsere DFG-Drittmitteleinnahmen auf einem deutlich höheren Stand sind, als sie das im letzten Betrachtungszeitraum waren. Und das wird sich auch durch die Exzellenzcluster der Universität im nächsten Jahr noch sehr viel deutlicher auswirken. Darüber hinaus gab es auch viele Auszeichnungen für einzelne Forscherinnen und Forscher, ERC-Grants, Sofia Kowalewskaja-Preise, ein Bundesverdienstkreuz und etliche unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auch in der Beratung politischer Institutionen und Gremien an vorderster Stelle dabei. Ein publikumswirksamer Moment war der Auftritt eines der Roboter von Kollegen Kuhlenkötter, der bei dem Klavierfestival den Blumenstrauß in Corona-konformer Weise überreichen konnte. Darüber hinaus hat sich auch die Zusammenarbeit der 3 Universitäten der Universitätsallianz erheblich beschleunigt. Dieses ist eine sehr positive Entwicklung und wir hoffen, dass wir im Rahmen des Konzepts der Ruhr-Konferenz ganz besondere wissenschaftliche Einrichtungen schaffen können, die den Standort der Metropole Ruhr als Wissenschaftsstandort wesentlich voranbringen werden. Die Universitätsallianz spielt für das regionale Ruhrgebiet eine herausragende Rolle und sie wird dieser Verantwortung auch immer mehr gerecht. Ich freue mich darüber, dass die Landesregierung hier Zusagen gemacht hat, den Standort weiterhin zu stärken. Und dieses hat auch damit zu tun, dass Prorektorin für Planung und Struktur, Frau Uta Hohn, sich intensiv für die Ruhr Academy on Smart Metropolitan Transformation eingesetzt hat. Ein weiteres Projekt, in dem eine Vielzahl innovativer Ideen entwickelt werden, die unsere Region in der Zukunft prägen können. Mit vergleichbaren gesellschaftlichen Herausforderungen wie das Ruhrgebiet haben es die Universitätsstädte zu tun, mit denen wir uns in der Europäischen Universität UNIC vereinigt haben. Dazu gehören Rotterdam, Bilbao, Cork, Liège, Istanbul, Oulu und Zagreb. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein und bietet weitreichende Möglichkeiten der Internationalisierung. Es kommt damit eine Absichtserklärung zum Tragen, wenigstens 50% unserer Studierenden eine, wie auch immer geartete,
Erfahrung mit Studierenden aus anderen europäischen Ländern zu ermöglichen. Ich halte das für einen unglaublich wichtigen Schritt für die Zukunft Europas. An diesem Projekt haben sich auch Studierende der Ruhr-Universität in der Planungsphase beteiligt und ich danke bei dieser Gelegenheit noch einmal Cornelia Freitag für den Einsatz in dieser Sache. Austausch und Begegnung finden derzeit in digitaler Form statt. Als Highlight kann man hervorheben, dass unser Sommerfest in digitaler Form stattgefunden hat und erstaunlich viel Zuspruch gefunden hat. Ebenfalls in digitaler Form konnte ich mit Kanzlerin Christina Reinhardt und den neuen Studierenden dieses Jahrgangs gemeinsam frühstücken. Mit diesen positiven Eindrücken möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Bei den Studierenden, die dieses Semester trotz der Schwierigkeiten bewältigt haben und Gebrauch gemacht haben von unseren Angeboten, bei den Lehrenden, die mit Kreativität und Flexibilität auf die Herausforderungen reagiert haben, bei den Mitarbeitern in Technik und Verwaltung, die den Laden am Laufen gehalten haben und bei unseren Freunden und Förderern, die der Universität treu geblieben sind und beispielsweise durch die Bereitstellung von Deutschlandstipendien auch der Situation der Studierenden noch einmal eine wichtige Unterstützung bieten. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass wir uns in 2021 auch wieder intensiver persönlich begegnen können. Vielen Dank. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen. Du bist keine Schönheit. Vor Arbeit ganz grau. Du liebst dich ohne Schminke. bist eine ehrliche Haut. Leider total verbaut. Aber gerade das macht dich aus. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört den laut in der Nacht. Du bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold. Hat uns wieder hochgeholt. Du gehört dir. Bochum, ich häng an dir. Oh, Glück auf, Bochum. Du bist keine Weltstadt. Auf deiner Königsallee Sind keine Rundschau statt. Hier, wo das Herz noch zählt. nicht das große Geld. Wer wohnt schon in Düsseldorf? Bochum, ich komm aus dir. Bochum, ich häng an dir. Glück auf Bochum. Du bist das Himmelbett für Tauben. Und ständig auf Koks. Hast im Schrebergarten deine Laube. Magst du mit
im Doppelpass. Gegen das. Und ein VfL. Warum ich komm aus dir? Warum ich hänge dir? On the go. Warum ich komm aus dir? Warum ich hänge dir? On the go. On the go. On the go. Forza Bochum. Jetzt reicht. Ja, aber so läuft das hier.